Humaldo mein Name, seit 2016 YouTuber und Produzent von unvergesslichen Web-Video-Klassikern, wie zum Beispiel YouTube vs. Nachhaltigkeit, 2 Jahre YouTuber, 3 Jahre YouTuber, akute YouTube-Motivationskrise, deppertes YouTuben, 4 Jahre YouTube mit YouTube Frieden geschlossen, keine Zeit für YouTube Nachhaltigkeit, YouTube Stagnation, 5 Jahre YouTube, so berühmt bin ich auf YouTube und wie belanglos dürfen YouTube-Videos eigentlich sein? Ja, in den vergangenen 8 Jahren habe ich mich von ganz unten an die Spitze von YouTube Österreich gekämpft und ich bin wahnsinnig stolz darauf, nun ganz oben mitspielen zu können und ja, ich habe keine der unzähligen Stunden bereut, die in meiner unbezahlten Freizeit in YouTube und ins YouTube-Videomachen gesteckt habe. Ja, schön wär's. Seit über 19 Jahren gibt es inzwischen YouTube und diese Videoplattform hat inzwischen unzählige Superstars auf der ganzen Welt hervorgebracht, aber auf jeden von diesen Superstars kommen mindestens 100, wenn nicht sogar 1000 Millionen Leute, die es probiert haben und die einfach daran gescheitert sind und ja, genau an diese Menschen, wahrscheinlich sogar mich inkludiert, richtet sich dieses Video, bleibt dran, ich brauche nämlich dann später noch was für euch. Zuerst will ich jetzt einmal die große Frage klären, finde ich, dass ich mit meinem YouTube gescheitert bin in den 8 Jahren, also fast 8 Jahren, seitdem ich das regelmäßig mache, habe ich fast 2000 Videos veröffentlicht, ich habe über 4000 Stunden habe ich reingesteckt, das sind, wenn man es umrechnet, ungefähr 540 8-Stunden Arbeitstage und wenn man das auf einen normalen Bürojob umlegt, dann wäre das eine Arbeitszeit von 2,2 Jahren, wo ich quasi ja, jeden Tag 8 Stunden an YouTube gearbeitet habe. Habe ich natürlich nicht beruflich gemacht, sondern in meiner Freizeit, also da ist schon einiges an Zeit reingeflossen. Ja, vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich am 19. August 2023, war ich sogar im Standard in dieser Zeitung, in dieser sehr bekannten österreichischen Tageszeitung. Da war ein Artikel von mir drinnen, also zumindest online. Das hat mir damals einen riesen Boost beschert. Ich habe insgesamt zu diesem Zeitpunkt 4300 Abonnenten auf 5 Kanälen, was jetzt auf den ersten Blick ja eigentlich gar nicht einmal so schlecht klingt, aber wenn man in die Details geht, dann schaut es gleich wieder ganz anders aus, weil im Schnitt habe ich auf jeden von meinen Videos so zwischen 50, ich sage mal bis 150 Views und wenn es ganz gut geht, 10 Likes. Meine Hoffnung damals war, dass ich eine gewisse Reichweite erreiche, dass ich gewisse Leute, eine gewisse Anzahl von Leuten, die an meinem Content interessiert sind, erreiche und mit meinen Videos was bewegen kann. Und das geht natürlich nur, wenn man Zuschauer hat. Und vor allem, ich wollte immer das Gefühl haben, dass die Arbeit, die ich reingesteckt habe in die Videos, nicht völlig umsonst ist, weil es niemand schaut und niemanden interessiert. Und ja, jetzt ist halt die große Frage, bin ich dran gescheitert? Oh, Moment, mein Talking Head Alarm sagt mir, dass ich schon wieder viel zu viel in die Kamera reinrede und das ist ja langweilig. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Auflockerung mit Katzen und generischer, copyright-freier Hintergrundmusik. Inzwischen schläft das schwarze Ungetüm, sonst konnte ich dieses Video da gar nicht machen, sonst hätte der da wurscht. Ah ja, bin ich nun gescheitert oder nicht? Ich tendiere ehrlich gesagt zu ja. Warum? Also ihr schaut dieses Video da jetzt und denkt so, ja, der Humaldo, der macht das doch eh schon sehr lang und irgendwie hat er noch nie aufgegeben. Also warum sieht sie er dann selbst als gescheitert? Ich muss ja sagen, teilweise sehe ich mich als gescheitert, weil zum Beispiel auf Humaldo Rockt, meinem Rock- und Metal-Kanal, da habe ich eine gewisse Reichweite. Zum Beispiel, wenn ich auf Festivals bin, dann werde ich dort von den Leuten erkannt und das ist schon sehr geil. Aber mein Anspruch war trotzdem immer, ich will mit meinen Videos was bewegen und vor allem auf einem Rock- und Metal-Kanal hätte ich gern Bands unterstützen, Musiker unterstützen und so. Und da habe ich nach wie vor das Gefühl, dass meine Reichweite viel zu klar ist, um da wirklich tatsächlich jetzt einen Impact zu
zu haben, aber auf meinen anderen Kanälen kann ich ganz klar sagen, bisher, also das ist nicht sehr erfolgreich. Auch Humaldo macht Videos, da jetzt, das interessiert nur die wenigsten. Humaldo zockt ist auch eher sowas, weil ich selber mache, also Gaming und Let's Plays schauen auch nicht viel Leute. Das Medienformat, da steckt wirklich viel Zeit drin, jedes Monat in diesem Podcast, aber wenn man sich die Zuschauer- und Zuhörerzahlen anschaut, ist es eigentlich auch nicht der Rede wert. Ja, Chronerion Media, da wo ich ein paar Musikvideos drauf habe, das rennt schon ganz gut, aber ich bin ganz weit weg davon, von dem, was ich vor 8 Jahren noch geglaubt hätte, dass eigentlich möglich ist. Insgesamt habe ich schon immer so ein bisschen das Gefühl, ja, warum mache ich das eigentlich? Warum tue ich mir das eigentlich an? Und einer der großen Gründe ist eigentlich ganz schlicht und einfach, jetzt habe ich schon so viel Zeit reingesteckt und mir alles bisher aufgebaut, das gebe ich doch jetzt nicht auf. Das war ja dumm, wenn ich da jetzt einfach alles wegschmeißen würde. Also eigentlich ist das jetzt mein größter Motivationspunkt, aber es soll ja eigentlich nicht um mich gehen, es soll ja um euch gehen. Ich habe in meiner ganzen YouTube-Karriere und auch schon davor beobachtet, dass immer wieder Leute YouTube gestartet haben, dass sie da neue Kanäle aufgemacht haben, dass sie ein paar Videos hochgeladen haben, sogar über längere Zeit. Aber irgendwann haben die meisten wieder aufgehört und beziehungsweise irgendwann die Kanäle eingeschlafen, still und heimlich, und ja, das Ganze hat sie wieder beendigt. Und mich würde jetzt wirklich interessieren, wenn ihr da draußen, die jetzt gerade zuschauen, selbst einmal in der Lage wart, einen YouTube-Kanal zu betreiben, sei es nur 3 Videos gewesen, waren es nur ein paar Wochen, dann das mich in den Kommentaren unten wirklich extrem interessieren. So, was eure Beweggründe waren damals? Warum habt ihr eigentlich gestartet mit dem YouTube? War es die Versprechung, reich und berühmt zu werden? Oder wolltet ihr euch nur selbst verwirklichen? War es wirklich nur gedacht, schauen wir sich das mal an, wie das so ist. Ich bastel gern Videos und probieren wir das halt einmal, und wenn es nichts wird, dann ist nichts. Oder war es vielleicht einfach der Grund zu denken, was der kann, das kann ich schon längst. Also, das war so bei mir ehrlich gesagt auch gar so eine kleine Motivation war, wenn ich mir damals angeschaut habe, was da für ein Müll auf YouTube herumfleucht, und mir gedacht, Alter, Millionen Abonnenten, das kann ich doch schon längst. Ja, keine Ahnung gehabt damals von Parasozialität und YouTube, aber egal. Genau, das würde mich sehr interessieren. Unbedingt unten kommentieren, und ich befürchte natürlich, dass dieses Video nicht viel Leute erreichen wird, wie das halt so ist bei meinen Videos, und deswegen wäre es umso wichtiger, dass ihr, wenn ihr jemanden kennt, der selbst schon mal YouTube-Videos gebastelt hat und dann gescheitert hat und den Nagel drauf gehängt hat, oder keine Ahnung, wie man das sagt, dann teilt dieses Video, leitet dieses Video weiter an diese Personen, an diese YouTuber. Ich würde wirklich gern unten da in den Kommentaren eine lange Liste und eine gute, leiernde Diskussion haben über Menschen, die das YouTuben schon mal probiert haben und die damit gescheitert sind. Oh, und der Talking Head Alarm schlägt wieder zu. Der Titel von diesem Video, also ihr habt versagt, war natürlich übertrieben und reißerisch gewählt, aber don't blame the player, blame the game. Wenn ich es normal benannt hätte, dann hätte es wahrscheinlich keinen interessiert, hätte keiner drauf geklickt, so funktioniert YouTube nun mal. Ich würde nämlich nicht sagen, dass ihr versagt habt oder dass ich versagt habe, sondern wenn man es probiert, wenn man etwas ausprobiert, wenn man ein Ziel hat und es verfolgt und am Weg dorthin zu diesem Ziel draufkommt, ich werde es nicht erreichen oder es ist unrealistisch, und dann eigentlich als Entscheidung fällt, es aufzugeben, ist es nur kein Versagen, sondern es ist eine rationale und eigentlich wahrscheinlich sogar eine gute Entscheidung. Es gibt nämlich 1 Million und wahrscheinlich viel mehr Gründe, warum YouTube und eine YouTube-Karriere, warum das nicht hinhaut. Wie gesagt, auf jeden, der es schafft, kommen mindestens Millionen andere, die es nicht schaffen. Es müssen einfach so viele Faktoren und Kriterien passen, damit Erfolg sich auf YouTube einstellt. Und ich persönlich, für mich, war das immer ein Hobby, für mich ist es immer in der Freizeit gelaufen, und ich wollte das eigentlich nie wie einen Ganztagesjob betreiben, und wahrscheinlich ist das auch schon ein guter Grund, warum es bei mir nicht so richtig zündet, weil so richtig
Viel Zeit, muss ich sagen, stecke ich inzwischen nimmer in meine Videos. Also dieses Video da wird wahrscheinlich mit Skripten, also mit kurz ein paar Notizen zusammenschreiben, Aufnahme und Nachbearbeitung, wird es wahrscheinlich keine 2 Stunden dauern, dass es fertig ist. Und was sind schon 2 Stunden? Ihr da draußen werdet jetzt lachen, vor allem jeder, der schon mal ein wirklich anspruchsvolles Video produziert hat, der weiß genau, dass da 8 bis 20 Stunden gleich mal dran aufgewendet sind. Aber das spült es bei mir nicht und bei euch wahrscheinlich auch nicht. Und ich bin dumm genug weiterzumachen. Ich habe es damals wahrscheinlich aufgegeben und es ist eine völlig legitime Entscheidung und ich würde da niemanden irgendwie das übel nehmen, wann er versagt hat, also aufgegeben hat. Und ja, es ist ja kein Versagen. Derzeit bin ich auf jeden Fall wieder motiviert, YouTube zu bespielen, YouTube-Videos zu machen. Schauen wir mal, wie es in ein paar Monaten ausschaut. Das Wichtigste für mich ist immer das Gefühl zu haben, wie gesagt, interessiert es jemanden, das ich mache, weil wenn meine nächsten Videos wieder kaum Aufrufzahlen haben und kaum Kommentare und kaum Likes, dann denke ich mir, das ist demotivierend. In diesem Sinne, also Feedback von euch ist sehr wichtig, Likes, Kommentare motivieren ungemein, wahrscheinlich mehr als große Abozahlen. Und falls ihr euch in diesem Video dazu motiviert habt, dass ihr selbst wieder mit dem YouTube anfangt, dass ihr euren eingeschlafenen Kanal wiederbelebt, dann meldet euch bei mir, schreibt es mir in die Kommentare unten, schreibt es mir zum Beispiel auf mein Feedback-Formular, feedback.humaldo.tv, könnt ihr mir anonym, das bringt nichts, wenn ich euch dann nachher promoten soll, dass ihr mich anonym anschreibt, egal, auf jeden Fall, ich würde euch gerne promoten und in einem von meinen nächsten Videos eure Kanäle vorstellen, wenn ihr das Gefühl habt, Humaldo, du hast mich motiviert, wieder selbst meinen YouTube-Kanal aufzuwärmen. Ja, also mit meiner Unterstützung könnt ihr zählen. Oder rechnen? Beides. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, natürlich diesen Kanal abonnieren und auf Humaldo zockt schauen, mein Gaming-Kanal, Humaldo rockt, mein Rock- und Metal-Kanal und das Medienformat, mein Medien-Podcast. Herzlichen Dank und pfiat euch!